Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute in Olching bei der Firma SB Modellbau beim Pierre Busjäger. Der eine oder andere kennt die Firma vielleicht schon von diversen Lokumbauten. Hallo, grüß Gott. Willkommen bei SB Modellbau. Wir sind der Spezialist für die Antriebe mit den Glockenankermotoren im Bereich N, TT und H0. Und ich würde Ihnen heute gerne einfach ein bisschen was zeigen, was wir machen, wie wir es machen und einfach ein bisschen die Firma vorstellen. Wie lange gibt es SB Modellbau schon? Unsere Firma, Papa hat angefangen 1981 mit V-Labomotoren angefangen, seine H0-Sammlung umzubauen zum Motorisieren und aus diesem privaten Erfolg ist es immer wieder größer geworden. Mittlerweile haben wir 7 Mitarbeiter. Ich bin seit 98 in die Firma eingestiegen. Die Firma habe ich 2005 vom Vater übernommen und ja, es geht sehr erfolgreich weiter. Also jetzt auch bei Ihnen schon 25 Jahre SB Modellbau. Ja. Jetzt ist für mich die Frage, Modelleisenbahn, Lokumbauten, so viel kann doch das gar nicht sein. Aber wenn Sie schon sagen, 7 Mitarbeiter, dann ist da doch einiges möglich. Ja, also wir bedienen über 17.000 Privatkunden weltweit und wir produzieren die Antriebe alle bei uns im Haus und die Antriebe werden verpackt und verschickt und werden weltweit ausgeliefert zum selber machen. Das heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise dann ein Lager für irgendwelche Produkte. Die H0, das ist die Wand für H0-Motorisierungen. Hier drüben ist dann Spur N und TT. Sind das dann schon fertige Bausätze für die Fertig Kunden? montierte Antriebslösungen, wo das dementsprechend, das sind jetzt Arnold-Antriebe, bieten wir halt verschiedenste Antriebslösungen an, stellen mir nachher auch ein paar Beispiele mal vor und ja. Das sind also die fertigen, die dann in die Loks eingebaut werden, die zum Teil schon vorgefertigt sind. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wenn Sie die eine oder andere mal für den Kunden wieder umbauen und keine mehr auf Lager ist, werden wir dann gleich ein paar vorgefertigt. Da fertigen wir dementsprechend gleich auf Vorrat vor. Und dann haben wir hier die Teile dann, die noch nicht fertig sind, als Bestandteile. Das sind die Bauteile, das sind die Motoren, Schwungmassen, Schnecken, Zahnräder, verschiedene Adapterröhrchen, Schrauben, verschiedene Hülsen für die Montage der Antriebe. So, jetzt hier in dem Bereich. Hier wird verpackt. Hier ist die Eingangskontrolle. Der Herr Bär, die gute Seele des Versandes, des kaufmännischen Abteilung, der Kundenberatung. Mit großer Wahrscheinlichkeit kriegen Sie einen Bär ans Telefon, wenn Sie anrufen. Genau. Hier wird jetzt gerade Öl, unser Öl. Wir haben PTFE-Öl zur Schmierung der Getriebe. Füllen wir eben ab. Das heißt, er kriegt es gleich mit, dann, wenn er einen Motor kauft. Oder kann es mitbestellen? Als Zubehör, wir haben ja verschiedene Schmiermittel, PTFE Paste, Teflon und das ist jetzt ein Teflonöl zur Schmierung der Getriebe. Was hat es mit den bunten Boxen so auf sich? Haben die irgendeinen Farbcode? Die bunten Boxen, das sind Kundenaufträge, die wir im Hause haben. Kunden, die ihre Lokomotiven neu umbauen lassen möchten. Umbau auf den neuen Motor, Umbau auf Digital, Umbau auf Pufferspeicher. Wir bieten diesen Service auch an. Farbcode, generell ist es halt alles durchnummeriert, weil wir haben momentan sehr, sehr große Rückstau, weil wir sehr gut gebucht sind. Und ja, wir bearbeiten gerade ungefähr 200-300 Maschinen sind im Hause zum Umbauen auf den neuen Motor. Wie lange muss sich momentan der Kunde gedulden? Ja, zwischen 4 und 6 Monaten ist es leider. Aber für mich ist immer wichtig, Qualität geht vor Quantität und die Qualität, die wir abliefern, ist sehr gut. Aber es dauert halt natürlich auch seine Zeit, bis alles sauber umgebaut ist, getestet ist, eingestellt ist und von daher gut Ding will Weile haben. Ja. Wahrscheinlich wird es auch bei den Mitarbeitern gar nicht so leicht sein, gute Leute zu finden. Nein, also ich bin froh, dass ich ein sehr, sehr gutes Team habe. Generell, wir haben 3 Techniker beschäftigt. Ein Techniker macht gerade seine Meisterschule, kommt im Herbst dann wieder und 2 Techniker sind im Hause. Einen Rentner haben wir noch, der Teile vorfertigt und ja, das ist unser Team. Meine Frau ist noch im Hause, die macht das Büro und den Versand, meine Schwester die Buchhaltung und ja, klein, fein, ein Familienunternehmen. Was haben wir dann hier noch für Räume? Einmal der Versand, Büro vom Herrn Bär und von meiner Schwester
und ebenfalls mein Büro, um die ganze kaufmännische Abteilung, was man halt alles so braucht für den Versand. Gut, dann schauen wir doch uns mal was im Detail an, was Sie uns hier schon vorbereitet haben, was wir uns mal anschauen können. Was jetzt ganz gut bei uns läuft, sind Spur-TT-Antriebe. Wir waren in Dresden auf einer Ausstellung. Wir haben jetzt von einem Privatkunden einen Auftrag über 35 Antriebe bekommen. Das ist ein Rocco-TT-Antrieb für eine Baureihe 232. Das ist ein einfacher Tauschsatz, schaut dementsprechend so aus. Wir bauen den Rocco-Antrieb 1:1 nach. Die Hülsen haben wir schon fertig, Antriebe, Motoren sind da. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist die Schwungmasse, aber das können wir uns gleich im Keller anschauen, wie man so Schwungmassen produziert. Gut, aber vielleicht vorneweg noch hier, das heißt, Sie liefern dann für solche Umbauten so eine kleine Umbauanleitung mit, wo der Kunde genau weiß, was er machen muss. Genau, zum Selbstbau. Die einzelnen Arbeitsschritte werden genau beschrieben. Das heißt, hier habe ich dann jetzt das frühere Kardangelenk mit den Kardankugeln. Die müssen weg, oder wie war das? Das Problem ist, dass wir gehen den Schritt mittlerweile, wir machen Silikonschläuche. Das heißt, hier wird die Kardankugel abgezwickt und man steckt den Silikonschlauch auf die Kardanwelle drauf. Hat eine sehr gute Kraftübertragung. Das Rasseln des Kardangeräusches ist weg und man kann das sehr passgenau einstellen. Also wird auf die Art und Weise laufruhiger. Das heißt, hier haben wir dann so einen Silikonschlauch und hier haben wir die Komponenten jetzt für diesen Antrieb, die man so braucht. Das heißt, genau, die Messingröhrchen, das wird alles bei uns im Hause eben fertig montiert. Der Kunde bekommt das fertige Produkt. Und wir produzieren diese Schwungmassen. Die Bohrung wird bei uns im Hause gesetzt, die wird auf den Motoren aufgezogen und jede Schwungmasse wird gewuchtet. Und dass sie absolut laufruhig, sauber läuft, ohne Unwucht. Werden bei uns unter bestromt und dann die Motoren gewuchtet. Die Schwungmasse wird gewuchtet. Und wie gesagt, wie eine Schwungmasse produziert wird, können wir uns gerne mal im Keller unten anschauen. Gut, dann schauen wir doch mal einen Stock tiefer. Willkommen bei uns in der Werkstatt. Hier ist unsere Metallverarbeitung, hier ist verschiedene Werkbereiche, hier ist die große Fräsmaschine, eine Drehmaschine. Was dreht man auf der großen Maschine? Spur 0 und Spur 1 Schwungmassen, Messingunterlagen für die größeren Spurweiten, alles was in den Spur 1 Bereich geht, wird da hier produziert. Eine Fräsmaschine, wo Bohrungen gesetzt werden für Messingfahrwerke, für verschiedene Anordnungen wird hier Bohrungen gesetzt. Dann haben wir hier eine Kappsäge. Hier wird das Messing abgelenkt. Das heißt Stangenprofile dann Stangenprofile. Messingmaterial dementsprechend auf Länge gebracht. Für unsere Unterlagen, für unsere Getriebe. Sandstrahlgerät, um das Messing zu säubern, zu entgraten. Hier ist unser ganzes Messinglager. Das sind verschiedene Rohlinge, Flachkant, Viereck. Und hier haben wir dann diese Schwungmassen, von denen wir vorher gesprochen haben. Ja, hier sind die Schwungmassen. Ich lasse es von der Caritas, die Rohlinge, von der Caritas Metallverarbeitung, werden die Rohlinge uns angefertigt, CNC gesteuert. Und bei uns im Hause setzen wir die Bohrungen. Die Bohrungen wird zentriert, gebohrt, gerieben in einer Aufnahme und das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Wo haben wir jetzt hier beispielsweise die von den Modellen von vorhin, die wir oben gesehen haben? Spur N Schwungmassen sind ab 11 mm, 9 mm, das ist Spur N. Die größeren 13 mm geht in den Bereich TT rein, 15, 17 mm, das ist man im H0-Bereich. Und da ist jetzt das Problem, dass die jetzt zwar schon vorgefertigt sind. Die Außenmaße stimmen, aber die Bohrung wird halt bei uns im Hause gesetzt, dass es wirklich absolut laufruhig und sehr präzise auf dem Motor dann montiert werden kann. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an mit der Bohrung. Das ist jetzt der Rohling, den Sie angeliefert kriegen? Genau. Hier wird dann auf einer Uhrmacher-Drehbank zentriert, gebohrt, gerieben in einer Aufnahme. Und bei dem TT-Auftrag sind momentan 70 Schwungmassen notwendig. Ich denke, der Kollege wird hier um die 100 Schwungmassen jetzt bearbeiten, dass wir wieder 30 auf Lager haben und 70 dann für den TT-Auftrag.
Gut, dann haben wir hier noch eine kleine... Hier auf den Fräsmaschinen, da wird jetzt gerade ein Spur-N-Rahmen ausgefräst. Das ist jetzt auch für einen Kundenausbau, Umbau, bei dem man dann einen Komplettumbau machen muss, bei dem man dann auch den Rahmen entsprechend fräsen muss, dass der Motor Platz hat. Da wird ein neuer Motor eingebaut, dann wird die neue Elektronik eingebaut, Decoder, Puffer. In dem Fall kriegt der Kunde das volle Programm. Gut, das war jetzt ein netter Einblick in die Werkstatt, dann gehen wir wieder hoch. Okay, gerne. Einfach bitte folgen. Jetzt sind wir wieder im Obergeschoss in der generellen Werkstatt und wir haben hier vorhin gerade gesehen, dass für eine Spur-N-Lok ausgefräst wurde, um hier Platz zu schaffen. Der Platz ist aber, glaube ich, nicht nötig für den Motor, weil der Motor ja hier ein 1:1 Umbau ist. Den können wir uns auch mal anschauen. Das ist hier der alte Motor und das ist der neue. Plug and Play, einfach zum Tauschen, reinlegen. Es sind keine Bearbeitungen am Rahmen notwendig. Das ist ein ganz einfacher Tauschsatz. Wir haben jetzt hier die Platine drüber. Auf der Platine ist schon die Schnittstelle drauf. Wir verwenden Döhler und Haas und ESO-Decoder. Die werden hier verbaut. Unser Kunde möchte aber nicht nur den tollen Motor und die Digitalisierung haben, sondern er wünscht auch einen Pufferumbau. Und deswegen wurde im Keller eine Tasche gefräst, um diesen fichtelbaren Puffer einzubauen, um Platz zu finden. Das heißt also, wer ohne Puffer auskäme, braucht hier gar nichts machen, hat hier einen Plug-and-Play-Umbau, den er zugeschickt bekommt und in dem Falle, außer er schafft es selber, dann muss er es halt jetzt hier in dem Falle machen lassen von Ihnen. Genau. Und das ist jetzt hier das Beispiel einer Spur-N-Lok, die hier umgerüstet wurde auf den neuen Motor und auf den Decoder und auf den Energiepuffer. Und auf die Art und Weise sind hier einige Spur-N-Loks gerade von diesem Kunden in Arbeit. Wir haben einen Kundenauftrag aus ein unserer Stammkunden hat uns 17 Spur-N-Modelle gegeben und diese werden alle auf den neuen Glockenankermotor umgebaut, dementsprechend mit Digitalisierung und dem Puffer. Das ist ihm ganz wichtig. Unterschiedliche Hersteller, Minitrix, Arnold, Kato, Fleischmann, diese können wir alle umbauen auf den besseren Motor. Und das ist jetzt hier schon umgebaut. Das waren jetzt hier die Spur-N-Umbauten und Spur-N-Austauschsätze. Das größere Geschäft wird aber wahrscheinlich bei H0 sein. Unser Hauptgeschäft ist, oder die meisten Antriebslösungen bieten wir eben für H0 an. Jetzt haben wir hier einmal ein Beispiel von Märklin. Das ist die Baureihe V32. Schaut so eigentlich gar nicht aus wie eine Diesellok, aber ich habe vorher schon mal nachgeschaut, weil ich gewusst habe, dass wir die Lok zeigen. Das ist eine Dieseldruckluftlokomotive, die basiert auf einer Baureihe 78 und ist dann hier anstelle des Dampfkessels dann mit Druckluft in Betrieb genommen worden und das ist dann 1929 das erste Mal gefahren. Und das ist jetzt hier die alte Märklin-Lok von 1995, glaube ich. 95, genau. Alles im Originalzustand, da sieht man eben den Märklin-Motor, das alte Mäuseklavier, den alten Märklin-Decoder. So ist es im Originalzustand, wie es von Märklin ausgeliefert wird. Und da kommt dann als Umbausatz, der Kunde bestellt das als Umbausatz, bekommt hier wieder eine Anleitung. Da ist die Anleitung zum selber bauen, wo die einzelnen Arbeitsschritte beschrieben sind. Wir verbauen einen Glockenankermotor, einen Flachläufer mit einem Messingring als Zentrierung. Vorne ist ein Märklin-Zahnrad montiert. Man muss den Rahmen dementsprechend etwas ausarbeiten, weil unser Motor größer ist als das Original. Das heißt, aber wir haben hier ein Stück reinfräsen. Genau, hier sind die Ausarbeitungen, kann man aber alles mit dem Handfräser gut bewerkstelligen. Und das ist auch hier in der Anleitung gezeigt, wo ich jetzt ausfräsen muss. Das heißt, der Kunde, wenn er bestellt, kriegt dann so einen Antrieb, so einen Motor. Mit der fertig bebilderten Anleitung zum selber machen. Und dann eben hier diese Anleitung. In dem Zuge, der Kunde hat gesagt, neuer Motor rein und bitte aktuellen Baustein drauf. Das heißt, wir haben von Märklin jetzt einen neueren Decoder gleich mit verbaut.
Gut, also im Normalfall, viele Kunden bestellen einfach nur den Austauschsatz mit dem Motor und der Anleitung. Und wenn es der Kunde nicht schafft, dann muss er halt hier bei Ihnen fräsen lassen und lässt sich oftmals auch den Decoder gleich direkt einbauen. Und in dem Falle ist die jetzt schon im Einsatz, im Probeeinsatz bei Ihnen, ja, auf dem Tisch drüben, auf dem die Anlage, alle Fahrzeuge, die bei Ihnen dann durchlaufen, getestet werden. Können wir jetzt dann gleich uns anschauen, was der Motor alles kann. Inzwischen ist die V3201 auf der Testanlage und fährt hier mit relativ niedriger Fahrstufe, aber mit 4% Steigung, weil der Tisch bewusst so konstruiert ist, dass er immer 4% Steigung machen muss. Und solche Loks fahren bei Ihnen wie lange im Dauereinsatz, bevor es zum Kunden wieder rausgehen? Also je nach Entwicklung zwischen 2 und 5 Stunden wird Probe gefahren mit Belastung und danach werden die Modelle komplett einmal noch durchgereinigt, dass der Kunde ein absolut sauberes Modell wieder zurückbekommt, aber dementsprechend eingefahren, eingelaufen. Und hier haben wir jetzt 1,2 Kilo Zuglast. Wagenlast. Das ist dann schon mal ein guter Test und das können wir es mal ein bisschen schneller fahren lassen. Das war jetzt hier die Teststrecke mit der V3201. Hier in dem Falle, die Teststrecke ist für alle Spurweiten ausgelegt. Da kann alles fahren, Zweileiter- und Dreileitergleis und alle Spurweiten, die man so braucht. Und jetzt, glaube ich, können wir uns mal nochmal alle Motoren anschauen, die Sie inzwischen schon vorbereitet haben, dass wir uns die hier mal im Detail anschauen können. Das ist jetzt hier nochmal dieser Flachläufer. Der Flachläufer, den wir bei dem Märklin-Modell verbaut haben. 26 im Durchmesser, 7 breit, kugelgelagert. Und hier ist das Produktprogramm, was wir haben. Es geht los bei einem 6 mm Motor, 7, 8 mm, 10 mm Motoren, 12, 13 in verschiedenen Ausführungen, 15 mm, 16 mm, 17 mm, kurz lang. Und unser neuester Motor ist ein 22 mm Motor. Das sind jetzt alles Glockenanker? Das sind jetzt alles Glockenankermotoren, die wir uns speziell haben bauen lassen. Und dieser 22 mm Motor ist so kräftig, der kommt im Spur 1 Sektor. Das ist für eine Märklin Baureihe 91 mit Adapterplatte, vorne im Schraubenrad, mit Schwungmasse. Es ist auch ein einfacher Tauschsatz für ein Märklin Modell für die Baureihe 91. Wie ist denn das mit den Motoren? Sind die irgendwie gelagert? Haben die irgendwie, oder ist es nur ein reines Lager für den Motor selber oder gibt es da noch ein Kugellager drin? Die Motoren sind vorne kugelgelagert. Die Motoren sind generell zweifach gelagert und 90% brauchen wir die Motoren mit 2 Motorwellen. Es gibt aber auch Varianten mit einer Motorwelle. Gut, dann bedanke ich mich. Das war jetzt hier nochmal ein netter Einblick in die ganzen Motoren. Vielen Dank. Und es hat mich gefreut, dass wir hier diese Werkstatt mal von SB Modellbau aus der Nähe anschauen konnten. Ich bedanke mich beim Pierre Biosäger. Danke, vielen Dank. Danke für den Besuch. Bis zum nächsten Mal.